Hallo und herzlich willkommen bei Okumas How To. Mein Name ist Jochen Ondra, ich bin der Produktspezialist für Multitasking-Maschinen und Drehmaschinen im Hause Okuma. Heute zeige ich euch, wie man einen Werkzeughalter und ein Innendrehwerkzeug mit unserer Easy Modeling Function für unser Kollisionsvermeidungssystem CAS an der Maschine erstellt. Wir wechseln zunächst auf die Easy Modeling Function an der Steuerung und wir wollen einen neuen Werkzeughalter erstellen. Hierzu habe ich wieder meine Menüführung und ich teile zunächst der Maschine mit, dass ich eine Captor C6 Werkzeugaufnahme habe mit einem Außendurchmesser von 75 mm und einer Gesamtlänge von 115 mm. Das reicht bereits aus, um das 3D-Modell für diesen Werkzeughalter als Kollisionsvermeidungsmodell zu erstellen. Diesen speichere ich in der Werkzeugdatenbank unter dem Namen D75 50 x 115. Damit ist der Werkzeughalter eindeutig definiert und ich finde ihn in der Werkzeugdatenbank immer wieder. Als nächstes werde ich das Innendrehwerkzeug neu definieren. Dazu gehe ich wieder in die Menüführung. Es handelt sich um ein Drehwerkzeug, um ein Innendrehwerkzeug und ich erhalte entsprechend meine Menüführung. Bei meinem Werkzeug handelt es sich um ein linkes Drehwerkzeug, das heißt, ich muss die Richtung einmal ändern. Der Werkzeugwinkel ist 55 Grad bei einem Freiwinkel von 3 Grad. Die Werkzeuggesamtlänge ist 350 mm. Der Schaftdurchmesser beträgt 50 mm und der Durchmesser an der Schneide sind 62 mm. Wir haben einen Schneidenradius von 0,4 und eine Wendeplattenhöhe von 5 mm. Ich muss zweimal bestätigen und erhalte ein einfaches 3D-Modell unseres Innendrehwerkzeugs. Man sieht gelb die Schneide dargestellt. Nur mit dieser Schneide kann ich ins Material fahren und dort wird auch der Materialabtrag im 3D-Modell nachgeführt. Auch dieses Modell werde ich wieder abspeichern unter dem entsprechenden Namen A50 U-PDUNL 1506-D630. Damit ist auch dieses Drehwerkzeug in der Werkzeugdatenbank hinterlegt und ich kann es wieder eindeutig zuordnen zum Werkzeug. Als nächstes muss ich jetzt noch Werkzeug und Werkzeughalter in der Werkzeugdatenbank zusammenführen. Dazu wechsle ich zum Werkzeug Setup und gehe auf Holder Tool Select. Ich wähle als erstes unseren Werkzeughalter, den ich eben angelegt habe. Dann wähle ich das zugehörige Werkzeug . Jetzt muss ich noch die Ausspannlänge des Werkzeugs anpassen. Diese wird automatisch von der Maschine ermittelt, entsprechend der Messdaten im Werkzeugspeicher. Und so habe ich das Werkzeug als digitalen Zwilling unseres echten Werkzeugs hinterlegt. Danke, dass ihr heute dabei wart. Schaut euch auch unsere anderen Videos auf unseren Kanälen an. Falls ihr Fragen habt oder Informationen braucht, erreicht ihr mich und mein Team unter info@okuma.eu.